herzliches Hallo zu High Five für deine gesunde Ernährung. Mein Name ist Anna Reschreiter und du hörst den Podcast für eine einfache und alltagstaugliche Ernährung nach den 5 Elementen der traditionell chinesischen Medizin. Diese Podcast-Folge ist irgendwie schon längst überfällig. Jetzt gibt es meinen Podcast schon seit über einem Jahr und ich habe eigentlich noch nicht über das Thema Getreide gesprochen. Dabei ist das Thema Getreide wirklich eines, das immer und immer wieder angefragt wird. Es gibt ja auch unglaublich viele Getreidesorten. Getreide wird in der TCM, in der traditionell chinesischen Medizin, gerne als Beilage gekocht. Es gibt auch so viele Mythen rund um das Getreide oder die Wichtigkeit von Getreide in der TCM-Küche. Viele glauben, dass die TCM-Küche hauptsächlich aus Getreide besteht oder sehr, sehr viel Getreide gegessen wird, weil wir ja auch in der TCM-Küche gerne zum Beispiel Porridge essen. Das ist aber nicht so. Und heute möchte ich zum Thema Getreide sprechen. Ich werde auch zu den einzelnen Getreidesorten oder zu vielen Getreidesorten etwas sagen. Und ich hoffe, dass ich dich wieder mit dieser Podcast-Folge bereichern kann, dass du viel Wissenswertes für dich persönlich mitnehmen kannst und auch in deinen Alltag auch gleich umsetzen kannst. Dann lass uns einfach losstarten, denn es gibt so viele unterschiedliche Getreidesorten, die wir meistens entweder überhaupt gar nicht kennen oder sie nur in verarbeiteter Form essen. Grünkern zum Beispiel. Weißt du eigentlich, wie unglaublich lecker Grünkern schmeckt? Du wirst ihn wahrscheinlich nur als Grünkernleibchen kennen, vielleicht als fertige Mischung, die nur noch mit Wasser angerührt wird und dann die Grünkernleibchen rausgebacken werden. Aber die Wirkung von Grünkern ist in unseren Breitenkreisen auch niemandem bekannt. Hast du schon mal Hafer für einen Tee genutzt? Ja, du hörst richtig, für einen Tee. Und weißt du, wie belebend und wohltuend dieser Tee wirken kann? Die meisten nutzen nur Haferflocken und auch die falschen unter Anführungszeichen oder zumindest die, die eher schwer verdaulich sind. Und heute möchte ich dir auf jeden Fall einige Tipps und einiges an Wissenswertes, zum Beispiel auch rund um den Hafer und rund um die Wirkung von Hafer erzählen. Aber auch Reis, vielleicht sogar Couscous, weil er auch super schnell zubereitet ist, oder Quinoa, weil er als alternative Eiweißquelle die letzten Jahre an Popularität einfach zugenommen hat. Das sind Getreide, die immer wieder zubereitet werden. Aber was ist mit Dinkel? Was ist mit Amaranth? Okay, das ist ein Pseudogetreide, aber trotzdem möchte ich heute auch über Amaranth sprechen. Was ist mit Buchweizen, mit Gerste, mit Hirse, Roggen oder mit Weizen? Getreide ist in der traditionell chinesischen Medizin nicht nur ein Lebensmittel, das gerne als eine der vielen Beilagen zubereitet wird. Jedes Getreide hat erstens eine ganz bestimmte Wirkung auf deinen Körper, zweitens eine eigene Thermik, die du nutzen kannst und drittens kann jedes Getreide auch ganz unterschiedlich zubereitet und genutzt werden. Stichwort Beilage, Stichwort Porridge, Mehl, Kraftsuppe, also auch Kraftsuppe können wir aus Getreide kochen, Stichwort Blutaufbau, Yin-Tonikum und Stichwort Tee. Aber vergiss auch Sprossen oder Keimlinge nicht, die eine wunderbare Abwechslung in deinen Speiseplan bieten können, wenn du an Getreide denkst. Also diese Podcast-Folge wird sehr umfangreich und wird sehr abwechslungsreich und wird vielleicht auch unterschiedliche andere Themen beinhalten, die du vielleicht jetzt so in Bereich oder wenn du an Getreide denkst, vielleicht jetzt gar nicht so in Betracht gezogen hättest. Vom Geschmack her sind alle Getreide süß, oft in Kombination mit einem anderen Geschmack. Und alle Getreidesorten tonisieren und stärken dein Qi, also deine Lebensenergie, deine Kraft, also deine Power. Und in der TCM werden verschiedene Getreidesorten auch zum Ausleiten von Nässe empfohlen, zum Ausleiten von Toxinen oder zur Unterstützung von deiner Verdauung und von deinem Darm. Und ganz wichtig ist dabei zu beachten, dass du Getreide nicht roh essen solltest. Also das klassische Müsli mit kalter Milch und rohen Flocken wirst du in der TCM-Küche nicht finden, weil dieses belastet deine Mitte und deine Verdauung viel zu stark und kostet enorm viel Energie für deine Verdauung.
Wir kochen Getreide und wir kochen Getreideflocken, um deren Verdaulichkeit zu fördern und um unsere Mitte, unsere Verdauung und unser gesamtes Energiesystem zu schonen. Und ich möchte hier in dieser Folge auch gar nicht so auf dieses Thema Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie eingehen, weil das würde heute den Rahmen wirklich sprengen. Dazu möchte ich aber sehr, sehr gerne eine eigene Podcast-Folge machen, wenn das Interesse da ist und wenn das Interesse groß ist. So allgemein zum Getreide ist auf jeden Fall auch zu sagen, kaufe unbedingt Getreide in Bio-Qualität. Immer. Kaufe dein Getreide auch in Demeter-Qualität, wenn es dir möglich ist. Und was vielleicht auch zu erwähnen ist, um einfach auch Staub und andere Fremdstoffe zu entfernen, solltest du dein Getreide vor der Zubereitung immer gründlich unter fließendem Wasser waschen. Das mache ich so, dass ich die jeweilige Menge an Getreide in ein Sieb gebe und dann unter fließendem Wasser wasche, bis das Wasser klar ist. Dann brauchen einige Getreide eine gewisse Einweichzeit. Amaranth zum Beispiel weiche ich über Nacht ein, genauso Reis, Gerste, Dinkel oder Grünkern. Und durch das Einweichen wird Amaranth zum Beispiel erst so richtig geschmackig. Und viele haben Angst oder Respekt vor Giftstoffen wie zum Beispiel Arsen im Reis. Und das hilft, also das Einweichen von Reis zum Beispiel, hilft auch, diese Stoffe wie zum Beispiel Arsen ein bisschen auszuleiten, weil Arsen wasserlöslich ist. In der TCM-Küche empfehlen wir häufig, Getreide vorher anzurösten. Das kannst du am besten nach dem Waschen in einer beschichteten Pfanne machen und dafür reicht wirklich eine ganz normale beschichtete Pfanne. Du brauchst kein Öl dazu, gib das Getreide in die Pfanne, dreh die Herdplatte auf, mittlere Temperatur auf und bleib bitte immer dabei, also immer bei deinem Getreide in deiner Pfanne, weil es sehr, sehr schnell anbraten kann. Und am besten du röstest dein Getreide so lange, bis es zu duften beginnt oder bis der Reis so leicht glasig wird. Bei Hirse zum Beispiel verändert sich der Geschmack von bitter zu leicht nussig. Also auch das kannst du für dein Getreide nutzen, also dass du so ein bisschen den Geschmack durchs Anrösten verändern kannst. Grundsätzlich dient das Anrösten von Getreide dazu, Nässe und Schlacken in deinem Körper noch besser zu binden und zu trocknen. Das bedeutet, dass geröstetes Getreide trocknender wirkt. Also diesen Effekt kannst du vor allem nutzen, wenn du zu Nässe und Schlacken neigst, also zu Zellulite, zu Übergewicht, zu einem weichen und schwachen Gewebe. Diesen Effekt kannst du auch nutzen, wenn du durch zu viel Nässe in deinem Körper müde, träge, antriebslos bist, vor allem nach dem Essen. Und dieses Anrösten, also diesen Effekt vom Anrösten kannst du dazu nutzen, wenn du zu unreiner und großporiger Haut neigst. Schau dir deine Zunge auch an in der Früh, nach dem Aufstehen. Ist dein Zungenkörper breit, mit welligen Abdrücken links und rechts, dann solltest du etwas gegen Nässe und Schlacken in deinem Körper unternehmen, weil dein Zungenkörper wird durch Nässe breiter. Also genauso wie uns die Nässe allgemein breiter macht und uns das eine oder andere Kilo zu viel auf unseren Rippen beschert. Also diese Nässe macht deinen Zungenkörper breiter und drückt ihn in der Nacht gegen deine Zähne und deshalb diese Zahnabdrücke als Wellen am Zungenrand. Und Getreide anzurösten oder überhaupt Reis als Getreide Nummer 1 zu wählen, kann dich nun sehr, sehr dabei unterstützen, diese Nässe auszuleiten. Aber zum Reis möchte ich dir heute auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erzählen. Nun möchte ich von dem einen Getreide zum nächsten dir so einen Überblick geben, damit du siehst, wie vielseitig unsere Getreidesorten sind, dass du einfach auch ein bisschen auf den Geschmack kommst, auch andere Getreidesorten einmal auszuprobieren. Und dabei möchte ich mal mit dem Hafer beginnen. Hafer gilt als thermisch erwärmendes Getreide oder als thermisch erwärmendstes Getreide. Es stärkt dein Immunsystem, baut Qi auf, also baut deine Lebensenergie und deine Kraft auf und Hafer wirkt belebend. Du kennst bestimmt das Sprichwort, bist du vom Hafer gestochen worden? Bei Kindern fördert Hafer das Wachstum und allgemein stärkt Hafer das Immunsystem. Du kannst Hafer klassisch zu einem Porridge zubereiten mit Trockenfrüchten, Gewürzen, frischem Obst oder Kompott.
aber auch als pikante Variante mit etwas Gemüse reingeraspelt, einem Ei mitgekocht oder auch als Haferflockenkuchen gebacken. Das Rezept für Haferflockenkuchen, das verlinke ich dir hier in den Shownotes bzw. auf meinem Blog. Hafer und vor allem die gerösteten Haferkörner kannst du auch als Tee aufkochen, um deine Lebensgeister zu wecken und ein bisschen vom Hafer gestochen zu werden. Achte auf die Zeichen deines Körpers, wenn du grundsätzlich zu Hitzesymptomen neigst, zum Beispiel zu Sodbrennen oder Gastritis, zu entzündeten Pickeln oder wenn du schnell schwitzt, dann könnte Hafer oder Haferflocken für deine Mitte zu erwärmend sein. Wähle dann eher Dinkelflocken oder Reisflocken für dein Porridge. Und oft wird Hafer ganz gut vertragen, auch wenn man Glutenunverträglichkeit oder zu Glutenunverträglichkeit neigt, aber halt nicht immer. Das nächste Getreide, das ich dir vorstellen möchte, ist die Hirse. Und Hirse hat einen starken Bezug zu deiner Mitte. Also sie baut und stärkt deine Mitte, ist thermisch neutral und trocknet Nässe im Verdauungstrakt. Meiner Meinung nach wird leider viel zu oft Hirse empfohlen, was ich nicht so optimal finde, vor allem wenn Hitze im Körper besteht. Weil Hitze lässt nämlich deine kostbaren Körpersäfte verdampfen und diese solltest du immer aufbauen. Also die kostbaren Körpersäfte solltest du immer aufbauen und bewahren, denn sonst drohen Trockenheitssymptome. Hirse kann nämlich recht schnell zu stark trocknend wirken, wenn du zu viel davon isst. Also immer ein bisschen achtsam sein mit den Mengen. Auch Hirse ist ideal bei Glutenunverträglichkeit. Was kann ich dir über den Reis erzählen? Reis ist das Getreide Nummer 1 bei Hautproblemen und bei Hitzesymptomen. Denn Reis leitet Nässe, Hitze aus deinem Körper, wirkt reinigend auf deine Haut und gilt thermisch als erfrischend. Solltest du zu Kältesymptomen neigen, dann empfehle ich dir, eine Scheibe frischen Ingwer mitzukochen oder mal Mochi-Reis, also Süßreis, auszuprobieren. Der schmeckt nicht süß, der ist aber thermisch erwärmend, also als der normale Reis, als Basmati-Reis oder als andere klassische Reissorten. Und Mochi-Reis hat einen starken Bezug zu deiner Mitte. Also Mochi-Reis unterstützt deine Verdauung noch mehr, als es der klassische Reis macht. Und Reis ist auch ideal bei Glutenunverträglichkeit. Grünkern ist wirklich eines so meiner liebsten Getreidesorten. Grünkern ist eigentlich ein unreif geernteter Dinkel und du solltest ihn immer sehr, sehr gut kauen, weil er kann sehr schwer verdaulich wirken. Ich liebe ihn wirklich, weil er ein Getreide ist, das etwas zum Beißen hergibt und weil es so angenehm nussig und süßlich schmeckt. Grünkern hat einen direkten Bezug zur Leber und wirkt daher blutaufbauend. Was ich dir voll empfehlen kann, ist zum Beispiel Grünkern in einem Salat zuzubereiten. Mit gekochten roten Rüben, mit Tomaten, mit Lauch und Babyspinat, etwas Feta drüber. Das schmeckt so, so lecker und ist total schnell zubereitet. Dann möchte ich dir heute auch etwas über den Amaranth erzählen. Ich weiß, Amaranth ist ein Pseudogetreide, aber trotzdem auch ein sehr, sehr wichtiges Lebensmittel unter den Getreiden oder Pseudogetreiden, vor allem für Vegetarier und Veganer, weil es sehr viel Eiweiß und Kalzium enthält. Am Blog habe ich ein unglaublich leckeres Amaranth-Porridge, das ich dir gerne verlinke. In der Traditionellen Chinesischen Medizin oder in der TCM-Küche gilt Amaranth als absolutes Yin-Tonikum und wird bei Blutmangel, bei Erschöpfung bis Burnout, bei Wachstumsstörungen und bei innerer Ruhe empfohlen. Amaranth wirkt bei Schleimhitze im Darm und kann dich also zum Beispiel bei übel riechenden Durchfall unterstützen. Probier mal dieses Amaranth-Porridge aus auf meinem Blog, es ist wirklich so, so lecker. Buchweizen. Was ist Interessantes zu erzählen aus Sicht der TCM über Buchweizen? Buchweizen ist thermisch erwärmend und wirkt vor allem Qi-tonisierend. Bei einer schwachen Verdauung mit Neigung zu Durchfall, Blähungen, Völlegefühl oder Appetitlosigkeit kann ich dir Buchweizen wirklich ans Herz legen. Auch Buchweizen unterstützt dich bei Nässe, vor allem wenn du ihn vorher anröstest. Und auch bei Kältesymptomen wie kalten Händen, kalten Füßen, Neigung zu Erkältungen
oder bei Durchblutungsstörungen. Da kann ich dir Buchweizen auch nur ans Herz legen, den immer wieder mal in deinen Speiseplan einzubauen. Und viele kennen Buchweizen eigentlich nur in Form von Mehl als glutenfreie Alternative, aber versuche auch einmal Buchweizen als ganzes Korn. Es zahlt sich wirklich aus. Gerste, dazu möchte ich dir heute auch etwas erzählen. Gerste hat einen sehr unterstützenden Einfluss auf deine gesamte Verdauung. Gerste gilt als jinnigstes Getreide, ist thermisch etwas kühlend, also etwas erfrischend und kann daher auch bei Hitze, bei Toxinen im Körper und sogar bei Fieber unterstützend wirken. Und vielleicht hast du als Kind öfters mal Gerstl-Suppe bekommen, also so diese klassische Gerstensuppe. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht hast du sie bekommen, wenn du Grippe hattest oder wenn du krank warst, weil diese Gerstl-Suppe, diese klassische Gerstensuppe, wird leider heutzutage viel zu selten gekocht. Dabei kann sie auch für uns Frauen in unserer zweiten Lebenshälfte super unterstützend sein. Ich empfehle Gerstl-Suppe mit dem Einweichwasser der Gerste zu kochen, denn das Einweichwasser hat Yin-aufbauende Stoffe in sich, die du unbedingt nutzen solltest. Also für uns Frauen heißt es einfach, das Yin zu pflegen und zu bewahren. Und dabei kann uns die Gerste oder die klassische Gerstensuppe mit viel Gemüse ein guter Wegbegleiter sein in Phasen von Schlafstörungen, innerer Unruhe oder Schweißausbrüchen. Das heißt, du waschst deine Gerste, legst sie dann über Nacht in Wasser ein und kochst die Gerste mit ein bisschen kleingeschnittenen Gemüse am nächsten Tag in diesem Einweichwasser und dann genießt du sie. Wie wirkt Roggen aus Sicht der TCM? Roggen wirkt etwas kühlend und ist grundsätzlich sehr schwer verdaulich. Auf der einen Seite kann Roggen Nässe und Feuchtigkeit im Körper auflösen und transformieren, aber nur, wenn du eine starke Mitte hast. Ich empfehle dir immer, Roggenbrot vorher zu toasten, um es noch ein Stückchen mehr verdaulich zu machen. Grundsätzlich empfehle ich immer, Brot zu toasten, um diese Feuchtigkeit aus dem Brot zu trocknen. Vor allem Brot, das so richtig schön am Brotmesser pickt, wenn es durchgeschnitten wird. Vor allem das solltest du toasten. Jetzt noch ein paar Worte zu Dinkel, zu Weizen und zu Mais. Dinkel ist ja aus Weizen entstanden und beides solltest du immer in Bioqualität kaufen, also wirklich immer. Und beide Getreide sind yin-nährend, bauen kostbare Körpersäfte auf und gelten als thermisch erfrischend. Weizen und Dinkel werden in der TCM bei Trockenheit, bei viel Schwitzen und bei Hitzesymptomen gerne empfohlen. Mais gilt als jinnigstes Getreide und auch beim Mais solltest du immer auf Bioqualität achten, um Pestizide zu vermeiden. Mais ist super bei Trockenheit, bei Appetitlosigkeit, bei Gastritis-Neigung, Verstopfung und Mais gilt als milz-qi-tonisierend, stärkt also deine Verdauung. Grundsätzlich zu Getreide. Warum wird Getreide als ganzes Korn aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin in seiner Ursprungsform mehr empfohlen als zum Beispiel Mehl? Vor allem Produkte wie Brot, Nudeln oder andere Fertigprodukte. Diese Frage bekomme ich wirklich häufig gestellt. Es ist so, dass zu Mehl gemahlenes Korn eine viel größere Oberfläche hat als das ganze Korn. Mehl kann daher viel mehr Feuchtigkeit binden als das ganze Korn. Was nun aber leider nicht heißt, dass Mehl diese Feuchtigkeit bindet, um sie dann auszuleiten, so wie es das ganze Korn macht und insbesondere der Reis. Leider im Gegenteil, wenn du zu viel Brot isst, wenn du zu viele Nudeln oder zu viele Fertigprodukte isst, die Mehl enthalten und vor allem mit billigen Auszugsmehlen produziert werden, dann förderst du Nässe in deinem Körper. Nässe, Schlacken und Ablagerungen. Und Nässe, Schlacken und auch Übergewicht, Zellulite, eine großporige und unreine Haut, aber auch Müdigkeit, Trägheit, Lustlosigkeit und im Weiteren ein schwaches Immunsystem werden durch zu viel Nässe fördernde Lebensmittel und Genussmittel in deinem Körper angesammelt. Und dazu gehören nicht nur, wie vorhin schon erwähnt, Produkte aus Mehl, also Brot, Nudeln, Pizza, Gebäck und so weiter, sondern auch Fertigprodukte, die sehr oft billige Auszugsmehle als billiges Füllmittel enthalten.
Auch Zucker, Süßigkeiten, Milchprodukte wie Käse, Joghurt und Topfen fördern diese Nässe. Und diese Nässe kannst du aber auch sehr, sehr gut aus deinem Körper ausleiten und deinen Körper somit wieder stärken und entlasten. Und in der traditionell chinesischen Medizin empfehlen wir dafür Reis, denn Reis bindet Nässe. Kennst du den Ratschlag, dein Handy in ein Sackerl Reis zu legen, wenn es dir ins Wasser oder ins Klo gefallen ist? Oder kennst du diese kleinen Sackerl, die mit Reis gefüllt sind oder mittlerweile, glaube ich, vielleicht mit irgendeinem anderen Stoff, aber früher sind sie immer mit Reis gefüllt worden, die in so neuen Taschen drinnen sind oder in anderen Textilien zu finden sind? Reis bindet Nässe und macht das auch in deinem Körper. Das Besondere an Reis ist auch, dass er einen direkten Bezug zu deiner Haut hat und dadurch auch dein Hautbild ungemein fördern kann. Wenn du also zu Hautbeschwerden wie Pickel, Mitesser, großporiger, unreiner Haut neigst, dann mach Reis zu deinem besten Freund. Hier wende ich mich ganz explizit auch an alle, die unter Neurodermitis oder Psoriasis leiden. Mach den Reis zu deinem besten Freund, wenn du zu Hautbeschwerden neigst. Mein ganzes Wissen rund um das Thema Reis, wie du ihn wirklich super abwechslungsreich zubereiten kannst, in wirklich super abwechslungsreichen, leckeren Rezepten, mit welchen ausleitenden Kräutertees du Reis am besten kombinierst, all dieses Wissen habe ich in meinem beliebtesten Online-Kurs zusammengefasst. Dieser Online-Kurs heißt DETOX ohne Diät und gerade jetzt im Frühling, jetzt in der Fastenzeit, kann ich es dir nur ans Herz legen, ein paar Entlastungstage mit der Unterstützung von Reis einzulegen und deinen Körper und deinen Geist zu entlasten und zu unterstützen. DETOX ohne Diät kannst du jederzeit starten. Du hast lebenslangen Zugriff auf alle Inhalte. Du kannst heute beginnen, du kannst in einem Monat oder in einem halben Jahr beginnen. Und es sind fast 700, wirklich 700 motivierte Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, die sich immer wieder zusammenschließen, um gemeinsam zu detoxen, gemeinsam ihren Körper und ihren Geist zu entlasten. Es ist eine unglaublich hilfreiche, wertschätzende und herzliche Facebook-Gruppe mit viel Motivation, Unterstützung, mit ganz vielen leckeren Rezepten, die ausgetauscht werden, wo du auch immer wieder ein offenes Ohr findest. Und ich bin so stolz und so dankbar für so viele geniale Menschen, die sich bei DETOX ohne Diät zusammengeschlossen haben. Und ich hoffe, dass dieser Online-Kurs noch ganz viele Menschen unterstützt. Das sind so meine Abschlussworte für heute, weil ich finde, mit DETOX ohne Diät zeige ich dir, also mit dem Ausprobieren von diesen Reistagen, zeige ich dir auf eine unmittelbare, direkte Art und Weise, wie grenzgenial Lebensmittel, die einfachsten Lebensmittel wie Reis, Gewürze und Kräuter auf deinen Körper wirken können. Also nutz die Möglichkeit, schließe dich uns an, gerade jetzt in der Fastenzeit. Den Link zu DETOX ohne Diät stelle ich dir in die Shownotes bzw. hier unter die Podcast-Folge und ich freue mich wirklich sehr, wenn du dabei bist und wenn du dich uns anschließt. Ich möchte diesen Podcast hier mit diesen motivierenden Worten abschließen und ich hoffe, dass ich dich neugierig gemacht habe, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, was so unsere Getreidesorten betrifft, dass du vielleicht morgen mal ins Geschäft gehst und dir mal eine andere Getreidesorte kaufst, anstatt von Reis oder deinem üblichen Getreide, das du so immer einkaufst, und achte auch immer auf die Menge. Getreide gilt in der TCM auch als Beilage. Wir ernähren uns nicht hauptsächlich von Getreide. Getreide nutzt du zu Fleisch, Fisch, Gemüse in einem Salat zusammengemischt oder in der Früh als Porridge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Experimentieren, beim Kochen, einen guten Gusto, einen guten Appetit. Empfehle wie immer sehr gerne diesen Podcast weiter, damit ich auch weiterhin ganz viele Menschen damit unterstützen kann, sie auf die traditionell chinesische Medizin und die TCM-Ernährung aufmerksam machen kann und ja, vielleicht das eine oder andere Leben dadurch ein bisschen verbessern kann. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, bis wir uns dann nächsten Montag wieder hören. Pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Anna.